Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich auf die Neuerungen in der Profilverlegung im Service Pack 2 von HiCAD 2026 eingehen. Dazu habe ich mir eine Vorderansicht einer Halle dargestellt mittels Skizze und habe bereits die Querstöße definiert. Dazu starte ich jetzt auch den Dialog und möchte hier eine Profilauswahl steuern. Das heißt, ich wähle hier aus meinem Profilkatalog Profile aus und da sieht man auch schon die erste Neuerung. Das heißt, es wurden weitere Profile eingebaut. Welche Profile es sind, da es jetzt nicht nur dieses KS 1000 ist, sondern auch weitere, das findet man natürlich in der Hilfe. Dann sieht man auch schon die nächste Neuerung, das ist hier diese Pipette. Da kann ich zum Beispiel, wenn ich bereits eine Profilverlegung eingebaut hätte, kann ich die Profilauswahl hier von einem anderen übernehmen. Die nächste Möglichkeit ist hier bei den weiteren Eigenschaften. Da habe ich natürlich auch hier bei den Beschichtungen die Möglichkeit, die Pipette, dass ich hier Beschichtungen von anderen Profilverlegungen übernehme. Bei den Querstößen sowie auch bei den Öffnungen wurde hier die Gruppierung ergänzt. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit zu sagen, wenn ich hier eine Auswahl tätige, dass ich hier mir neue Gruppen erzeugen kann und zum Beispiel hier eine weitere Gruppe und je nachdem, welche Auswahl ich tätige, kann ich hier zum Beispiel diese dann editieren. Und hier als Beispiel möchte ich bei einem Wert, das heißt hier die untere Gruppe, kann ich hier diese Werte auch ändern. Dasselbe haben wir dann auch bei den Öffnungen, das heißt, ich kann hier sagen, zum Beispiel, ich habe meine Öffnungen und kann hier auch meine Gruppen hier so erzeugen und dies in Gruppen, um ein weiteres, leichteres Bearbeiten zu gewährleisten. Wo ich hier zum Beispiel Öffnungen, wenn ich in dieser Gruppe möchte ich oben zum Beispiel den Wert 150 haben, das heißt, man sieht hier, wurden nur hier oben bei diesen zwei die Öffnungen geändert. Und bei dem anderen möchte ich hier unten die 150 haben, zum Beispiel. Somit kann ich hier dies relativ einfach ändern. Bei den Spezialisierungen wurden hier auch die Möglichkeiten geschaffen, dass ich hier Doppelbelegungen und Profile auslassen ergänzen kann. Wo ich sagen kann, okay, die Auswahl, ich möchte hier dieses Profil, möchte ich natürlich zum Beispiel vielleicht in einer anderen Beschichtung haben, als wie die Ursprungsteile. Solche Sachen kann ich da sagen. Oder es ist doppelt belegt oder ich möchte es überhaupt auslassen. Ich möchte hier mit OK diese Fassade einbauen und somit sehe ich auch diese Änderungen, was hier in diesem Bereich auch hinzugefügt worden sind. Es gibt natürlich noch weitere Punkte, die man hier erweitern kann, speziell auch bei der Dachverlegung und das kann man hier natürlich alles machen. So, und man sieht hier zum Beispiel nach dem Einbau, dass ich hier dieses Profil auch ausgelassen habe, was ich natürlich jederzeit hier über den Dialog wieder einbauen kann. Dies sind ein paar kleine Neuerungen, die ich hier ganz einfach erzeugt habe. Die nächsten Schritte, Längenoptimierung und Paketierung sind natürlich so wie gewohnt.